In diesem Video bauen wir zusammen den Kompasswagen aus meinem Buch Mathematik verstehen mit Fischertechnik. Wir beginnen mit dem einen Rad. So ein Rad ist zunächst mal so ein Reifen 45. In das wird eine Flachnarbe eingesetzt. Auf die andere Seite kommt eine Narbenmutter und das Ganze wird leicht verschraubt. Dann benötigen wir so eine Rastachse 45. Die kommt hier in die Narbe und dann schrauben wir das Ganze fest. Davon benötigen wir 2 Exemplare. Dann brauchen wir die Lager für die Räder. Das ist zunächst mal so ein Baustein 15 mit Bohrung. Auf den kommt ein Baustein 5. Und dann ein sogenannter V-Stein, V-Eckstein. So. Jetzt kommt das Rad hier so rein. Und auf die andere Seite kommt ein sogenanntes Rastkegelzahnrad. Rastkegelzahnrad. So. Dass das hier Spiel hat, das macht nichts. Das Spiel wird am Ende des Zusammenbaus verschwunden sein. Auf der anderen Seite benötigen wir das natürlich spiegelverkehrt. So. Damit sind die beiden Dinge schon einmal fertig. Jetzt brauchen wir so einen Baustein 15 mit 2 Zapfen. Der kommt in die Mitte von 2 solchen Bausteinen 15 mit Bohrung. Und daran kommen dann jeweils nochmal 2 Bausteine 5. So. In diese Bausteine mit Bohrung, in die Bohrung, kommt jetzt einmal solch eine Rastachse 45 und eine Rastachse 60, wieder beide mit Kegelzahnrädern. Das bauen wir jetzt hier an die Räder an. Ja, fällt raus. Schieben das so ein, dass die beiden Rastkegelzahnräder gut miteinander kämmen können. Das muss jetzt relativ leichtgängig sein. Und trotzdem muss die Bewegung gut nach oben umgelenkt werden. Das muss man also vorher einzeln so testen. Klappt der Transfer der Bewegung der Räder nach oben. So. Ja, jetzt brauchen wir ein Zahnrad. Ein schwarzes mit 20 Zähnen. Das kommt auf die kurze Achse. Habe ich schon ein bisschen zu feste zugedreht. Mache ich nochmal locker.
wird dann festgezogen. Guckt jetzt hier noch ein bisschen raus. Ne? So. Und dann, wenn man hat, ein rotes weiteres Zahnrad mit 20 Zähnen. Ansonsten nimmt man ein schwarzes. Das kommt auf die lange Achse. So, das muss erstmal so gut funktionieren. Jetzt können wir die Deichsel bauen. Dazu brauchen wir einen Baustein 30, einen Baustein 15, einen Baustein 15 mit Bohrung und einen Winkelträger 60. Das Ganze kommt jetzt hier so auf diese beiden Zapfen, sodass wir den Wagen daran ziehen können. Dabei verschieben sich natürlich die roten Bausteine ein kleines bisschen. Das muss natürlich wieder korrigiert werden. So, schön mittig, dass der hier an beiden Seiten den gleichen Abstand hat und gucken, ob das alles noch gut läuft. Ja, jetzt können wir schon mal die beiden großen Zahnräder vorbereiten. In diese kommen solche schwarzen Freilaufen haben, die dann aber wieder mit roten Nabenmuttern verschraubt werden. Wieder, wenn man rote Zahnräder hat, ist es sehr schön, diese zu benutzen. Ansonsten nimmt man halt nur schwarze Zahnräder. Ja, jetzt haben wir eine Achse, Metallachse, auf die kommt so ein Klemmring und dann kommt das Ganze hier von unten in die Bohrung des Kompasswagens. Dann kommt das schwarze Zahnrad mit 40 Zähnen darauf. Und dann wird das Ganze hier mit so einer sogenannten Riegelscheibe gesichert. Riegelscheibe. So, jetzt bauen wir für das Differentialgetriebe kurz etwas zusammen. Das war nämlich so ein Baustein 7,5 und in den schieben wir zwei Klemmhülsen. Und diese beiden Klemmhülsen kommt dann gleich die Achse. Auf die andere Seite kommt so eine Aufnahmeachse. Darauf kommt ein schön gut freilaufendes Zahnrad mit 15 Zähnen. Das kommt jetzt hier auf die Achse. Vorführeffekt. So. Und man muss gucken, dass die Höhe des Bausteins 7,5 wirklich mittig bei den beiden, bezüglich der beiden Klemmhülsen ist. Oben kommt wieder so eine Riegelscheibe rauf und dann das zweite Zahnrad mit 40 Zähnen. Eine solche Klemmbuchse und als Zeiger so ein Rastadapter und eine Rastachse 30. So, fertig ist der Kompasswagen. Funktioniert nicht. Das Ganze dreht sich als Ganzes. Ist die eine Achse durchgerutscht hier. Das müssen wir einmal ändern hier.
Sieht man, ein kleines bisschen hat sich der Baustein hier nach außen bewegt. Einmal anpassen, schauen, dass diese beiden Radlager wirklich genau reingeschoben sind. Jetzt müsste eigentlich wunderbar die Richtung halten.